Wir haben jetzt hier die Vorkopfbleche bis auf das letzte kurze Stückchen, das wir irgendwie zum Schluss mal machen werden, alle dran installiert. Jetzt können wir da hinten die vorhandenen Vorkopfbleche mit den Popnieten und diesen zusätzlichen Stückchen verlängern, sodass sie die gleiche Länge haben wie die neuen Vorkopfbleche. Sarah hat es ja gestern schon erzählt, wir müssen hier die Bleche noch ein bisschen verlängern. Und da nieten wir jetzt mit so einer Popnietenzange noch was dran. Denn unsere neuen Bleche, die wir gestern dran gemacht haben, die ja jetzt später bis hier auf unser zukünftiges Dach gehen werden, sind ja länger als die ursprünglichen Bleche, die wir hier dran gemacht haben. Das war ja so nicht geplant. Wir haben ja hier damals noch nicht geplant, ein Dach zu erweitern. Die müssen jetzt verlängert werden. Dazu habe ich hier gemessen. Das sind circa 20 cm ungefähr. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen hier so 25 cm Bleche. Jetzt haben wir natürlich hier auch keine Unterkonstruktion mehr an Eisen, wo wir die mit unseren herkömmlichen Blechschrauben verschrauben könnten. Und deswegen haben wir uns für Popnieten entschieden. Wer Popnieten noch nicht kennt, wir haben da ein Spezialvideo zu gemacht, können wir euch mal verlinken. Aber jetzt soll es eigentlich hier nur darum gehen, wie wir das hier weiter dran bauen. Dafür müssen wir jetzt natürlich darauf achten, dass unser Blech hinter diesem Blech ist, dass wenn Schlagregen kommt, der Regen hier über das Blech aufs Dach abgeführt werden kann. Und natürlich müssen wir hier hinter dem sein, weil das ja auch dahinter ist. Dafür muss man jetzt eine gut ausgestattete Sarah haben mit ihrem Werkzeuggürtel, die mir jetzt die Schweißknipszange oder wie auch immer das Ding hier heißt, geben kann. Jetzt ist natürlich alles mit einer Hand hier ein bisschen kompliziert, aber Sarah filmt ja gerade und deswegen muss ich da jetzt alleine zurechtkommen. Jetzt gucke ich, dass das Blech hier schon möglichst bündig dran ist. Die Feinausrichtung machen wir dann nachher. Und im Endeffekt muss das auch nicht 1000%ig sein, weil man sieht es ja später nicht. Aber wir wollen ja gucken, möglichst ordentlich hinkriegen. Ja, ich weiß. Mit einer Hand ist das natürlich so, wir können das ja ein bisschen schneiden. Und die Zange will das auch noch mal ein bisschen immer machen. Die eine Seite ist jetzt fest, aber das Ganze müssen wir jetzt mit der Wasserwaage natürlich hier in Waage bringen und alles. Das heißt, Sarah kann das jetzt nicht mehr filmen, sondern wir müssen jetzt zu zweit hier arbeiten. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber ist auch nicht so schlimm. Wir zeigen euch gleich das Ergebnis. Also wir müssen jetzt hier mit der Wasserwaage drunter, dass wir das Blech in Waage haben. Dann kommt da nochmal eine Zange dran und dann schauen wir mal weiter, wie wir fummeln. Zu zweit hat das jetzt ganz gut geklappt. Das Blech ist fest und wenn man jetzt hier die Wasserwaage vorsichtig drunter hält, sollte das einigermaßen in Waage sein. Und wir haben jetzt an 2 Punkten hier mit unseren Zangen das Blech befestigt. Können jetzt probieren, die Popnieten dran zu machen. Wird natürlich nicht ganz einfach, weil wir müssen hier irgendwo natürlich das Blech oben an das andere Blech halten. Mal gucken, ob wir uns da vielleicht ein kleines Werkzeug zur Hilfe nehmen, irgendwas basteln oder so. Aber das probieren wir jetzt erstmal aus. Das ist ja jetzt unser erstes Blech und deswegen haben wir ja auch noch keine Anhaltspunkte, wo die Nieten genau gesetzt werden müssen. Jetzt können wir ja hier ungefähr sagen, 5 cm geht unser hinteres Blech ja noch hoch und 5 cm überlappen die sozusagen. Das habe ich mir jetzt hier einfach nur mal angezeichnet, damit ich ein bisschen besser gucken kann. Und jetzt gehen wir mit der Wasserwaage hin, legen uns die an. Das ist jetzt natürlich hier von der Position auch wieder schlecht, aber ist natürlich dem Film geschuldet. Und gucken mal, wenn das jetzt hier einigermaßen in Waage ist. Ich sehe das hier so von der Seite nicht, aber ich glaube schon. So einigermaßen. Und dann gucken wir einfach, wo sind hier oben Schrauben gesetzt und zeichnen uns dann hier unten mit der Wasserwaage dementsprechend die Position an. Jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen verrutscht hier. Aber, naja. Und da auch. Bei 5 natürlich. Oder bei 2,5? Ist bei 5 oder bei 2,5 gemacht? Ich habe jetzt einfach nur hier ein Maß bestimmt. Da wir ja später, wenn jetzt dieses Blech dran ist, lege ich einfach an die Nieten an und gehe darüber. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ich will das genau bei 2,5 haben. Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt hier augenmaßmäßig getroffen habe. Wir können ja mal messen.
Aber jetzt muss man noch für Kakao. Na gut, könnte man ja auch so zusammengeschnitten haben. Aber ist genau bei 2,5. Also ich habe ganz gut die Mitte getroffen. Ja, ist natürlich schön. Ja, 5 cm ist ja Ende von unserem hinteren Blech. Und 2,5, ja, hast recht, ist das schönste Maß und haben wir ja jetzt auch getroffen. So, jetzt haben wir vor lauter Quatschen, ja, wir müssen natürlich da nachher und da hinten noch welche anzeichnen, aber soweit so gut. Jetzt geht's ans Bohren. Jetzt haben wir hier ein paar Popnieten dran gemacht und dementsprechend haben wir jetzt ein bisschen Freiraum hier für Sarah, dass sie filmen kann. Wir haben uns hier so einen Holzklotz genommen, so einen kleinen Holzbalken, den man dahinter schieben kann, so dass ich hier bohren kann, ohne, wenn ich dann durch das Blech durch bin, das andere wegzuschieben, weil das ist halt auch noch wichtig. Dadurch kann natürlich auch nochmal eine kleine Ungenauigkeit hier reinkommen, aber wenn man so halbwegs gerade arbeitet, dadurch, dass hier später das Dach sein wird, wird man ja da so oder so nicht viel von den Blechen sehen, im Idealfall. So, einfach hier reinbohren. Korrekterweise würde man das Ganze jetzt vorher noch körnen und korrekterweise würde man da jetzt auch noch so ein bisschen versenken, damit da kein Grat entsteht. Aber das ist jetzt hier alles nicht so wichtig, weil die Popniete so oder so nicht hundertprozentig plan auf diesen Blechen aufsitzen kann. Ist das eigentlich auch nicht so wichtig. Aber in dem Video, wo es um Popnieten geht, habe ich da die korrekte Herangehensweise erklärt. So, jetzt werden wir da erstmal noch eine Niete reinmachen. Dafür muss ich jetzt einmal die Bohrmaschine wegtun. Dabei muss man natürlich achten, dass man wirklich durch beide Bleche durch ist. Sonst hat man natürlich nicht den gewünschten Effekt. Fertig. Und schon ist das Ganze dran. Die kurzen Blechstücke sind jetzt mit den Popnieten auch alle dran gemacht worden, sodass alle Vorkopfbleche jetzt die gleiche Länge unten zum späteren Dach haben. Und dementsprechend können wir jetzt an die eigentliche Dachkonstruktion gehen und das Dach decken. Der Endspurt hat begonnen. Das letzte Chopper ist jetzt drauf. Und Martin macht das gerade fest. Und jetzt guckt mal, wie geil das aussieht. Man merkt da drin schon, und was heißt man merkt, man sieht den Unterschied schon. Das ist echt genial. Und Nala nutzt es. Natürlich muss jetzt noch bei dem letzten Chopper hier so eine Windböe kommen, dass uns das fast noch weggeflogen wäre. Hi. Hi. Aber richtig geil, ehrlich. Ich bin stolz auf uns. Und guck mal den schönen Himmel. Der Martin sitzt da auf diesem Brett, damit da die ganzen Choppers hier nicht so verbeulen. Sieht nämlich besser aus. Und hier hat er mit so einer Angelschnur mit Schraubzwingen so ein Band befestigt oder halt die Angelschnur befestigt, damit wir eine gerade Linie haben, um die Choppers vorne auszurichten. Dachdecken ging recht schnell. Jetzt sind wir schon fertig. Ich wollte euch nur einmal noch schnell erklären, wie wir es gemacht haben, weil in der Zeitrafferaufnahme sieht man zwar, dass wir es gemacht haben, aber nicht genau wie. Also die erste Platte wird einfach draufgelegt, ausgerichtet und dann auf der Dachkonstruktion festgeschraubt. Dafür haben wir hier solche Schrauben genommen, die hier unten so einen kleinen Bohrkopf haben und ja, einfach mit dem Akkuschrauber dann hier dementsprechend reingeschraubt. Das geht ganz gut.
Bei unseren Videos, wo wir die anderen Dächer hier gedeckt haben, haben uns welche in die Kommentare geschrieben, dass man da so Kalotten heißen die, glaube ich. Kann ich euch mal ein Foto von einblenden, hier über diese Wellen drüber macht. Das gibt einen einmal einen besseren Halt, weil die Schraube da besser drauf angreifen kann und dichtet das Loch noch mal ein bisschen besser ab. Wir haben ja hier so eine kleine Gummidichtung. Ja, diese Kalotten kriegen wir hier bei uns nicht, aber wenn ihr in Deutschland mal so ein Dach decken möchtet, könnt ihr die gerne verwenden. Ich kann euch die auch unten mal verlinken. Gibt es aber auch, denke ich mal, in den Baumarkt oder im Dachdecker-Fachgeschäft. Des Weiteren müsst ihr darauf achten, dass ihr hier unten eine gerade gleiche Linie habt, damit das auch ordentlich aussieht. Und wenn ihr auf dem Blechdach rumlauft, dass ihr euch da keine Beulen reinmacht. Ich habe da, wie ihr im Video gesehen habt, ja so ein Brett für benutzt. Das gleicht dann so ein bisschen alles aus und wie ihr seht, keine Beulen drin. Ja, so viel zu unserer Dachdecker-Aktion. Unser Schattendach ist fertig und Sarah wollte es sich auch nicht nehmen lassen und hat dann direkt hier Crepe hergestellt. Einweihungskrebs. Einweihungskrebs hier mit so einer leckeren Schmanz-Schokofüllung oder so. Hast du da schon mal in deinen Chaos Kitchen Kanal, die hast du glaube ich schon mal gemacht, ne? Weil genau. Ich meine, klar, du machst ja vieles immer, ich kenne ja ein bisschen mehr als ihr. Ich bin ja der Glückliche, der immer hier probieren und ja, als Versuchskaninchen parat stehen darf, herhalten muss, genau. Ja, auf jeden Fall, unser Schattendach ist fertig geworden. Es war heute ab und an ein bisschen kritisch, es hat doch die ein oder andere Windböe gegeben, aber ja, wir haben es hingekriegt. Also es ist nichts passiert. Beim letzten Blech war es wirklich ein bisschen kritisch. Jo, wir haben auf jeden Fall mal so versucht, so eine Zeitrafferaufnahme zu starten mit der GoPro. Ob das so geklappt hat. Seht ihr im Video dann. Genau, seht ihr im Video. Ansonsten lassen wir uns jetzt den Crepe schmecken. Und ja, für unsere nächsten Gäste ist natürlich jetzt hier das Schattendach auch verfügbar. Also wer bei uns Ferien macht, kann auch gerne hier oder soll sogar hier sitzen. Und den Schatten genießen, unsere Grillstelle und wie gesagt alles hier auch nutzen. Jo, und wir lassen uns jetzt die Crepes schmecken. 100%ig ist unser Schattendach natürlich noch nicht fertig. Mir fehlt jetzt noch eine Dachrinne, die Pfosten müssen noch gestrichen werden und. Strom muss noch verlegt werden. Wir wollen hier Licht, Steckdosen haben, damit Sarah hier das Ganze auch als Outdoor-Küche nutzen kann. Oder unsere Gäste auch als Outdoor-Küche besser nutzen können. Also, wie ihr seht, es bleibt spannend. Also, es lohnt sich dran zu bleiben. Abonniert den Kanal, gebt dem Video ein Like und wir sehen uns bei der nächsten Baustelle wieder. Wir haben ja noch ein paar. Wir haben ja noch ein paar, genau. Das Außenbadezimmer muss ja auch noch fertig gemacht werden. Aber jetzt essen wir endgültig. So. Nee, ist noch gar nicht perfekt. Gegenteil ist scheiße, weil das ist so da. Da vorne ist ja so ein Himmel dran. Genau, den musst du nach hinten drücken. Ziemlich doll, aber. Die Zange auf. Sagt ihr das doch? Du hast gefragt, wie die aufgeht. Hätte ich ja mal vorwarnen können. Kannst du mal bitte noch die Küchenrollen mitbringen? Nicht so ganz geklappt mit dem Essen.